Ihr seht halt hier hinten, der drückt jetzt als weiter. Und jetzt biege ich quasi mit dem Econic ab und habe hier die 2 und die 4 aktiv. Wieder einmal heiße ich alle K-System und OpenK-Freunde und natürlich auch die, die es erst noch werden möchten, ganz herzlich willkommen bei Kuvenau zu einem weiteren Video der Serie Steuerung des OpenK-Systems mit dem Train Controller plus Street. Wobei ich auch heute sagen muss, das Video ist mit Sicherheit auch für den einen oder anderen ganz interessant, der kein Train Controller als Steuerungssoftware benutzt. Mit Sicherheit kann er auch das eine oder andere von der Thematik mit in seine Steuerung übernehmen. Von daher ist es mit Sicherheit für alle interessant. Womit wir auch schon gleich beim Thema wären, worum geht es heute eigentlich? Habe ich euch noch gar nicht verraten, ne? Sowas aber auch. Und zwar seht ihr das Thema hier schon liegen, beziehungsweise der ein oder andere hat sich mit Sicherheit vielleicht schon gedacht. Heute geht es komplett um das Thema, wie wechseln wir unsere Fahrspuren. Jetzt wird der ein oder andere sagen, hä, Fahrspuren wechseln? Also ich meine der jetzt sowas hier? Dazu sage ich klipp und klar nein. Wenn wir beim OpenK-System von Fahrspuren reden, reden wir hier nicht von vielleicht parallel laufenden Straßenspuren, damit wir mit den Autos überholen können, sondern wir reden damit, dass wir die Abstandssteuerung mit Fahrspuren beeinflussen können. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, über das Thema, was sind eigentlich Fahrspuren beim OpenK-System, da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Das verlinke ich dir wie immer da oben in der Ecke. Dann würde ich dir einfach empfehlen, schau dir dieses Video nochmal an. Heute geht es wirklich darum, wie können wir das jetzt in unserer Steuerungssoftware umsetzen, beziehungsweise was brauchen wir da für Voraussetzungen. Und dann würde ich doch auch sagen, legen wir gleich los. Bevor wir natürlich unserer Steuerungssoftware hinterlegen können, wann welche Fahrspur jetzt aktiv sein soll. Ja, ich habe da noch mal kurz, das hole ich mal ins Bild und blende es euch vielleicht auch noch mal ein. Mal gucken, je nachdem wie gut man das sieht. Wir haben ja beim OpenK-System die Möglichkeit, unseren Fahrzeugen bis zu 8 unterschiedliche Fahrspuren zuzuweisen. Das Ganze geht über die Funktionstasten und zwar von Funktion F18 bis Funktion F24. Das sind in Summe 7 Funktionstasten. Jetzt sagt jeder, Moment mal, der hat doch eben was von 8 gesagt, ne? Ja, da kommen wir jetzt auch gleich dazu, denn die Fahrspur 1, die hat eine Sonderrolle. Das müsst ihr euch auch merken, wenn ihr jetzt dann gleich hier eure Fahrspurenschaltung macht. Weil die Fahrspur 1 ist immer dann aktiv, wenn keine andere Fahrspur eingestellt ist. Heißt also, wenn ich keine Funktionstaste für eine andere Fahrspur aktiviert habe, immer dann ist die Fahrspur 1 aktiv. Ja? Sobald ich eine andere Fahrspur aktiviere, also sobald ich Fahrspur 2 aktiviere, geht Fahrspur 1 nicht mehr. Das aber wiederum ist nur bei der Fahrspur 1 so. Bei allen anderen Fahrspuren kann ich Mehrfachbelegungen machen. Das heißt, im Prinzip könnte ich jetzt alle Fahrspuren aktivieren, außer die 1. Also ich könnte alle Fahrspuren von 2 bis 8 aktivieren und die 1 ist dann halt nicht, geht dann halt nicht. Mache ich alle Fahrspuren wieder raus, geht wieder die 1. Aber so kann ich halt das Ganze beeinflussen. Aber ich kann zum Beispiel Fahrspur 2, Fahrspur 3 gleichzeitig aktiv haben, Fahrspur 2 und 4, Fahrspur 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Sucht euch raus. Ja, also da sind wirklich ganz viele Kombinationsmöglichkeiten gegeben. Und je nachdem, welche Fahrspuren halt an dem Fahrzeug aktiv sind, werden unsere Autos beeinflusst. So viel dazu. Bevor wir natürlich jetzt die Fahrspuren mit dem Computer schalten können, müssen wir erstmal die Basis legen. Und die Basis ist einfach, ich muss mir mein Straßennetz hernehmen, also aufzeichnen, oder ich habe es halt mit dem Computer geplant, dann habe ich es noch einfacher. Ja, das brauche ich jetzt einfach mal, das muss ich jetzt zur Rande ziehen und muss einfach mal hergehen und muss meine einzelnen Abschnitte in Fahrspuren unterteilen.
So wie ich das jetzt hier zum Beispiel gemacht habe, ich habe es jetzt nicht extra hingeschrieben, was das ist, aber beziehungsweise spielt jetzt keine Rolle, ob das jetzt Fahrspur 2, Fahrspur 3, dann das Fahrspur 4 ist. Aber grob gesagt, jeder Farbe ist jetzt hier eine andere Fahrspur. Mit Sicherheit werden jetzt viele vorm Bildschirm sitzen und werden sagen, was hat denn der Björn da gemacht? Muss das Ganze so kompliziert sein? Geht es nicht vielleicht auch einfacher? Nämlich so? Ja, reicht es nicht, wenn ich das so mache? Dazu kann ich euch nur sagen, genau diesen Fehler habe ich am Anfang auch gemacht und habe dann irgendwann ganz schnell festgestellt, Mist, so geht's nicht. Und warum das so nicht geht und warum ich das so brauche, das zeige ich euch jetzt an praktischen Beispielen. Gehen wir einfach mal davon aus, das Rote ist unsere Fahrspur 1 und das Grüne ist unsere Fahrspur 2. Wobei, nee, das ist Quatsch, nein, so machen wir es nicht. Die Fahrspur 1, die klammern wir jetzt mal aus, weil die hat ja eine Sonderfunktion. Die nehmen wir jetzt definitiv nicht. Wir sagen gleich, das hier, das Rote, ist meine Fahrspur 2 und das Grüne ist meine Fahrspur 3. So gehen wir jetzt direkt mal ins Rennen. Gehen wir jetzt einfach mal von folgendem Szenario aus. Wir haben jetzt zwei Fahrzeuge, beide wollen links abbiegen und ja, wie ihr es hier sehen könnt, hat ja diese innere Fahrspur, dieser innere Kreis eine andere Fahrspur wie der äußere. Ja? Und das heißt also, während ich jetzt hier abbiege, muss ich mir halt irgendwo eine Stelle überlegen. Also ich mache das jetzt alles hier mal kurz mit der Multimaus. Muss ich mir jetzt irgendwo hier eine Stelle überlegen in dem Abbiegvorgang, wo ich sage, ich wechsle die Fahrspur. Das wäre jetzt, sage ich mal zum Beispiel, könnte man jetzt einfach mal sagen, ohne das jetzt, wie wir das im Programm machen, ja, einfach nur mal um die Systematik zu verstehen, warum das hier so nicht funktioniert. Jetzt könnte man ja sagen, naja, irgendwo hier in dem Bereich wechsle ich jetzt meine Fahrspur. Heißt also, der Econic biegt hier ab, dann wechselt er in dem Moment, sage ich mal, die Fahrspur von der 2 auf die 3. Das mache ich jetzt mal und jetzt gucken wir mal, was nämlich jetzt gleich passiert. Auf einmal sehen wir, bupp. Da wir jetzt bei dem Fahrzeug die Fahrspur umgeschaltet haben, ja, und der ja nach wie vor auf der 2 ist, also auf der Fahrspur hier und noch nicht auf der, haben wir jetzt das Problem, dass wir in dem Moment jetzt hier eine Lücke haben. Ja, weil wir haben zwar ein Signal für die Abstandssteuerung, das ist natürlich nach wie vor da, aber die Fahrspuren passen nicht aufeinander und dann sagt halt der da hinten, oh, der hat eine andere Fahrspur, das interessiert mich nicht. Und jetzt haben wir dann das Problem, dass wir während dem Abbiegevorgang quasi eine Lücke drin haben und wir die Gefahr laufen, dass mein nachfolgendes Fahrzeug dem hier hinten drauf fährt. Weil logischerweise, wenn ich jetzt sage, ich schalte an der Stelle, dann wird ja der da hinten, sage ich mal, auch erst spätestens an der Stelle hier, sage ich mal, deine Fahrspur wechseln. Das können wir ja mal machen, dass wir mal sehen, was jetzt passieren wird. Da wechseln wir auch mal auf die und jetzt haben wir plötzlich das Ding, jetzt legt der natürlich hier hinten eine Vollbremsung hinten dran an. Ja, der legt natürlich jetzt hier hinten eine Vollbremsung ein, weil plötzlich die Fahrspur wieder passt. Also so kriegen wir irgendwie halt einfach keinen flüssigen Lauf. Ja, wir kriegen einfach keinen flüssigen Lauf von den Fahrzeugen hin. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, mit dem Fahrspurwechseln, beide Autos fahren in etwa gleich schnell, dann stört es ja erstmal nicht, wenn kurzzeitig das Signal nicht passt. Ne? Da kann ich euch nur aus Erfahrung sagen, genau das dachte ich auch und wurde immer mal wieder eines Besseren belehrt. Gehen wir einfach mal von so einem Szenario aus. Wir haben jetzt einen Rückstau. Hier ist irgendwas an der Stelle passiert, jetzt irgendwas, ich sag mal, da kommt vielleicht ein Auto raus,
Also irgendeine Szenerie oder noch besser, wir haben hier vielleicht einen Bahnübergang. Stellt euch einfach mal vor, wir haben hier einen Bahnübergang, hier fährt ein Zug durch, der Bahnübergang ist zu, heißt meine Autos, die stauen sich ja hier hinten dran auf, so wie in der Realität. Ne? Und jetzt spielen wir die gleiche Situation nochmal durch und dann werden wir gleich relativ schnell sehen, was da nämlich eigentlich passiert. Gleiche Ausgangslage wie eben, nur dass wir halt hier den Rückstau haben. Unser Econic, der biegt jetzt wieder ab. Das können wir jetzt auch gleich mal machen. Der fährt. Ja, normal ist das Ganze ja auch ein bisschen schneller. Ne? Und normal halten die Dinger ja jetzt nicht an. Ja? Aber nur, dass es halt die Logik dahinter oder die Problematik dahinter halt versteht. So, wenn er jetzt hier ist, dann schaltet natürlich der Econic die Fahrspur wieder um. Wir wechseln wieder von der 2 in die 3. So. Der Wechsel hat stattgefunden und klar, ich kann jetzt hier weiterfahren. Hier wird er jetzt nicht drauf rennen, weil ja, das Fahrzeug auch die Fahrspur 3 hat und der die Fahrspur 3. Also die zwei rennen schon mal nicht aufeinander. Das ist schon mal gut. Aber ihr seht halt hier hinten, der drückt jetzt als weiter. Ja? Der hatte dann die Stelle noch nicht erreicht, wo er die Fahrspur umschalten soll. Und da der nach wie vor auf der 2 ist, sagt er nur 3 interessiert mich nicht, dann kann ich ja fahren. Dann gilt dieses Signal, das das Fahrzeug hinten aussendet, gilt einfach nicht für mich. Und deshalb rennt der natürlich ja hinten volle Kanne drauf. Und das geht ja nicht, das wollen wir ja nicht, weil dann bräuchte man kein Open-Car-System etc. pp. Dann bräuchte man uns den Aufwand nicht machen, weil sowas sieht ja kacke aus. Ne? Und aus dem Grund geht diese Systematik schon mal nicht. Jetzt ich halte mal den kurz an, dass der da hinten nicht alles drauf drückt, weil das ist auch nicht gerade gut für den Motor, wenn der alles da hinten drauf donnert. So. Der gleiche Sachverhalt natürlich auch, wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel, ich stelle es mal jetzt kurz nebendran, ich schalte die Fahrspur erst um, wenn er hier drin ist. Ja, könnte ich ja auch machen. Dann habe ich aber auch das gleiche Problem wieder, denn dann würde er nämlich hier hinten wieder drauf donnern, weil dann hätte der ja noch 2, da schon 3. Blöd, geht auch wieder nicht. Ja? Dann hätte ich spätestens hier wieder das Problem. Also, ihr seht, wie er es dreht und wendet, so funktioniert es einfach nicht. Vielleicht noch so eine kleine Anekdote am Rande. Was zum Beispiel auch die Gefahr wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ich schalte erst hier die Fahrspur um, dann könnte es auch passieren, dass nämlich in dem Moment von hier ein Fahrzeug entgegenkommt und dann habe ich wieder hier, das heißt mein roter Strich würde dann ungefähr bis hierher gehen und dann hätte ich hier wieder eine Überschneidung von der Fahrspur 2. Ja? Heißt also, ich könnte wieder Gefahr laufen, dass in dem Moment, wo der hier reinfährt und das Fahrzeug hier vorbeifährt, dass er das Signal wieder aufschnappt. Ist jetzt wirklich hochtheoretisch, aber es ist halt so. Ja? Also ihr seht, so wie es jetzt hier dargestellt ist, hatte ich es auch am Anfang und habe dann irgendwann gemerkt, blöd, funktioniert ja gar nicht so. Ja? Also da sieht man, der Teufel steckt manchmal wirklich im Detail. Deshalb müssen wir uns da natürlich eine andere Vorgehensweise einfallen lassen und aus dem Grund kommt dieses Teil hier ins Spiel. Denn somit sind wir in der Lage, eine Übergangszeit oder eine Übergangsspanne zu schaffen. Mit dieser Variante haben wir jetzt eine ganz andere Möglichkeit. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal davon aus, das ist unsere Fahrspur 2, das ist unsere Fahrspur 3 und das ist unsere Fahrspur 4. Wir sehen, wir haben jetzt eine Fahrspur mehr im Spiel. Jedenfalls habe ich jetzt hier die Möglichkeit, ich gehe quasi hier an der Position schon her und aktiviere meine Fahrspur 4. Ich bin quasi auf der 2 und schalte parallel
zu der 2 die 4 an. Und das Ganze machen wir jetzt auch mal. So, Fahrspur 4 ist F20. So. Jetzt habe ich die Fahrspur 4 aktiv und ihr seht, mein Sprinter Britsche, den ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, außer da hinten im Eck so ein bisschen. Ja, ich drehe mal noch ein bisschen rum. So, da seht ihr, er bleibt natürlich nach wie vor an dem Econic hinten dran stehen. So. Und jetzt fahren wir mal mit dem Econic weiter. Jetzt biegen wir mal hier mit dem ab. Und jetzt biege ich quasi mit dem Econic ab und habe hier die 2 und die 4 aktiv. Das heißt, ich kann mit dem hier schon auf alle 4er Fahrspuren reagieren. Das heißt, mein Econic, der fährt hier schon mal nicht drauf. Parallel setzt er aber noch hinten noch die Befehle ab für 4 und 2. Heißt also, auch dieses Fahrzeug reagiert noch. Genauso hätte er jetzt spätestens, weil ich ja gesagt habe, ich schalte hier die Fahrspur 4 ein, hätte jetzt auch schon, wenn er hier abbiegt, muss man dazu sagen, wenn er hier abbiegt, hätte dieser schon die Fahrspur 4 mit drin auch. Das machen wir auch gleich. So. Heißt also, der hätte jetzt ja auch schon die Fahrspur 4. Die kann ich ja auch ruhigen Gewissens aktivieren, weil ich komme ja hier nirgends in die Quere. Außer da, wo ich eigentlich rein will. Ne? Und da brauche ich sie ja eh. So, fahren wir mal ruhig bis hierher. Ja, also ich kann jetzt ruhigen Gewissens hier abbiegen und ihr seht, der da hinten, der folgt dem jetzt, aber der rennt nicht drauf. Und jetzt irgendwann in der, hier nach dem Abbiegen, sagen wir mal in der Position irgendwann, hier gehe ich her und tue jetzt beim Econic die 2 deaktivieren. Und ihr seht, dadurch, dass ich jetzt nur noch die 4 hier aktiv habe, rennt er mir hier nicht drauf und hier hinten passt es auch wieder. Ja, aber der wiederum sendet ja wieder das Signal noch aus von der alten Fahrspur, heißt mir rennt hier auch wieder keiner drauf. Und so komme ich während dem Abbiegevorgang nicht irgendwo in die Quere mit einer anderen Fahrspur und habe aber trotzdem einen sauberen Übergang. Einfach indem ich quasi diese Fahrspuren in dem Abbiegeprozess überschneide. Klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, ich weiß. Ist aber halt leider so. Ich kann es leider nicht ändern. So ist es, genau so ist es. Ich hoffe, dass ihr jetzt diese Gedankengänge nachvollziehen könnt und verstehen könnt, warum ich das Ganze hier so kompliziert aufgebaut habe und nicht so einfach hier. Wie ich euch am Anfang schon gesagt habe, ich habe es am Anfang auch so gemacht und habe Schiffbruch erlitten. Ganz harten Schiffbruch erlitten und ich hoffe, ich konnte euch das jetzt näher bringen, warum ich das Ganze jetzt so mache. Und da bin ich mir 100% sicher, da ist es auch egal, welche Steuerungssoftware ihr verwendet. Ja? Weil an dieser Hardware oder an diesem physikalischen Problem kommt ihr nirgends vorbei. Ja? Das Problem habt ihr, ob ihr jetzt iTrain, Digipad oder iCar besser gesagt oder Rockrail benutzt oder halt den Train-Controller, ihr habt das überall. Ja, weil ihr habt immer eine Grauzone, ja, die ihr halt abdecken müsst. Ihr habt immer einen Übergang. Ja, da könnt ihr nichts anderes machen. Und deshalb denke ich mal, ist auch das gerade für andere, oder deshalb ist auch gerade das eigentlich für alle Open-Caler interessant und auch wirklich wichtig zu wissen. Und jetzt gucken wir mal an, wie wir das Ganze im Train Controller umsetzen können. Ich habe hier schon mal wieder mein
meinen Testkreis hier geöffnet im Train Controller und dann wechseln wir auch gleich mal in den Fahrdienstleiter. Und hier könnt ihr schon mal sehen, da habe ich 2 Zugfahrten einfach mal angelegt, also 2 Autozugfahrten, einfach um das euch mit den Fahrspuren zeigen zu können. Die habe ich jetzt einfach mal genannt ZF1 Fahrspur und ZF2 Fahrspur. Und ja, ihr seht, also die eine, die fängt hier im Schattenbahnhof an und die andere, die fängt hier im Schattenbahnhof an. Enden aber hier unten an dem gleichen Block. Was ich sonst noch an den Zugfahrten gemacht habe, ist, ich habe hier bei der Freigabe schon ein paar Einträge gemacht, was wir ja eigentlich schon kennen. Ich will natürlich, dass mein Blinker angeht, mein Licht ein und pauschal die Fahrspur 2. Ich habe euch ja gesagt, dass hier hinten, ich sag mal, da hinten haben wir ja im Schattenbahnhof habe ich ja normal, wenn die Fahrzeuge stehen, die Fahrspur 1, beziehungsweise habe ich euch noch gar nicht gesagt, gell? Okay, jetzt wisst ihr das. Also bei mir ist es eben so, im Schattenbahnhof, wenn die Fahrzeuge stehen und warten, bis sie wieder abgerufen werden, dann haben sie immer die Fahrspur 1. Oder sie sind halt aus, dann bräuchte ich gar keine brauche ich eigentlich gar keine Fahrspur, wenn ich sie in der Power-Off-Modus schalte. Ne? Aber jedenfalls, solange die da hinten warten, haben sie eigentlich standardmäßig die Fahrspur 1 drin. Und wenn ich dann losfahre, dann muss ich ja schon diese Fahrspur aktivieren. Da brauche ich dann auch keinen Übergang, sondern da reicht es, wenn ich das wirklich hart umschalte. Und da ich euch ja gesagt habe, die Fahrspur 1 geht raus, wenn ich eine andere Fahrspur aktiviere, reicht es, wenn ich hier die Fahrspur 2 aktiviere beim Losfahren bzw. bei der Freigabe. Ne? Und das habe ich einfach hier reingemacht schon mal, standardmäßig, weil das ist jetzt nichts groß Weltbewegendes, das hat jetzt mit der Thematik eigentlich relativ wenig zu tun, deshalb habe ich das schon mal vorbereitet. Und das gleiche habe ich auch bei der zweiten Autozugfahrt gemacht. Aber was wir uns jetzt angucken wollen, wie kriegen wir jetzt diese Überschneidung von diesen 2 Fahrspuren hin? Das wollen wir uns ja jetzt angucken. Und das ist eigentlich relativ einfach. Naja, relativ einfach, nicht? Aber im Verhältnis doch relativ einfach. Und zwar gehen wir in den Block, bevor wir abbiegen, in den Block hier und gehen hier bei Freigabe rein und sagen, ich möchte einfach meine Fahrspur, also in Zugoperationen, ja, auch wieder klasse, ne? Aber es heißt Zugoperationen. Und dann gehen wir her und sagen, ich möchte meine Fahrspur 3. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die Fahrspur 3 aktivieren. So. Wie gesagt, Fahrspur 2 ist ja schon aktiv. Ich muss hier bloß noch meine Fahrspur 3 aktivieren. So. Und schon wird jetzt quasi in dem Moment, wenn mein Auto hier die Haltemarkierung erreicht, das ist ja quasi, sag ich mal, irgendwo hier. Ja, wenn wir das jetzt auf dem Computer sehen und gucken uns das in der Realität an, dann ist es irgendwo hier. Und das ist ja das, was ich euch eigentlich vorhin schon gezeigt habe. Also an der Stelle aktivieren wir schon mal unsere also diese Fahrspur 3. So, und dann gehen wir her, gehen in den Block, auch wieder, wenn hier dann die Haltemarkierung erreicht ist, und hier tun wir dann einfach bei Freigabe, ihr seht, da habe ich auch schon Blinker aus rein gemacht, und da gehen wir einfach her und sagen, wir möchten unsere Fahrspur 2 deaktivieren. So. Zack. Und das war es eigentlich schon. Jetzt haben wir quasi eine gewisse Zeit eine Überschneidung dieser 2 Fahrspuren. Das Ganze müssen wir natürlich jetzt auch wieder noch hier machen. Gehen hier rein, sagen bei Freigabe, Liste, Fahrspur 3. Und gehen hierher und sagen Fahrspur 2 deaktivieren. Halt,
falsch. Ändern. Fahrspur 2 deaktivieren. Ja, und das war's dann auch schon. Klingt es jetzt ganz einfach. War es wirklich jetzt wahnsinnig theoretisch und relativ kompliziert erklärt. Und ihr seht, so ist es eigentlich relativ einfach. Ihr könnt euch natürlich da auch Makros anlegen, wenn ihr wollt. Ja, aber im Prinzip, sage ich mal, braucht man es eigentlich weniger. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal her, stellen die Autos da hinten rein und starten das Ganze mal und gucken an, wie das Ganze aussieht. Die einzige kleine Änderung, die ich vorgenommen habe, ist anstelle dem Pritschensprinter hier, nehmen wir jetzt den Unimog. Aber ansonsten ist es ja eigentlich egal, was es für ein Auto ist, ne? Und dann würde ich sagen, starten wir das Ganze einfach mal. Bevor wir jetzt das Ganze starten, wollte ich euch natürlich noch sagen, ich muss jetzt hier in dem Block ein kleines bisschen tricksen. Ja, weil halt einfach die Strecke hier von dem Schattenbahnhof sehr, sehr lang ist, bis der da vorne rauskommt. Und wenn ich da jetzt nicht tricksen würde, dann würde man dass die Fahrzeuge überhaupt mal in die Abstandssteuerung kommen, das würden wir überhaupt nicht hinkriegen. Deshalb muss ich da jetzt ein kleines bisschen tricksen. Dann werden wir das Ganze jetzt auch mal starten. Ihr könnt auch hier dann sehen, wie die Funktionen, also wie die Fahrspuren hier aktiviert werden. Wenn ihr euch wundert, warum hier so wenig sind, ich habe da noch nicht alle hinterlegt. Deshalb sind hier nur 3 und hier sind jetzt dann 6 Stück. Aber ihr könnt es dann richtig sehen, wenn die immer angeht, dann wird es hier so ein grüner Balken, je nachdem welche Fahrspur aktiv ist. Und da könnt ihr jetzt auch sehen, wie das Ganze sich so verhält. Dann würde ich sagen, starten wir das Ganze mal und schauen mal, wie das Ganze jetzt aussieht. Ihr seht, über den gesamten Abbiegevorgang haben wir hier eigentlich eine vollständige, wie ihr seht, über den kompletten Abbiegevorgang, ja, wird nie die Abstandssteuerung unterbrochen, und das ist wichtig. Ja. Ich weiß, hat man jetzt nicht ganz so perfekt gesehen. Ich schaue nochmal, dass ich euch das mit den Funktionen jetzt vielleicht nochmal in der Zeitlupe zeige. Aber ansonsten denke ich mal, hat man es doch relativ gut gesehen. Was wir jetzt auch noch mal machen können, ich baue jetzt mal hier noch mal meine Watteschlange auf und gucken wir mal, wie das Ganze dann aussieht. Da wird es nämlich, denke ich mal, auch noch ein bisschen klarer. Jetzt habe ich mal hier wieder unsere Autokarawane hingestellt. Ja, stellt euch hier jetzt einfach mal einen Bahnübergang vor. Denkt einfach mal, hier wäre ein Bahnübergang, und wie ihr das ja so wisst, von der Realität von den Bahnübergängen, bis als die Bahn mal da drüber ist und durchkommt, bis die mal in die Pötte kommt, ne, da hat man alles dann wirklich so eine schöne lange Autoschlange da hinten dran. Und ihr seht, das ist jetzt alles schön aufgestellt bis hierher. Und jetzt gucken wir uns mal an, dass das wirklich so super funktioniert. Ich starte jetzt mal wieder meine beiden Autos und dann schauen wir mal, und dann sehen wir jetzt gleich, dass wir über den kompletten Bereich eine saubere Abstandssteuerung haben. Ihr seht, was jetzt der Vorteil von dem Ganzen ist. Weil alle Autos haben jetzt sauber angehalten. Warum der jetzt ein bisschen spät gehalten hat, müsste ich vielleicht jetzt noch mal gucken. Oder warum der noch ein bisschen abrupt gehalten hat, müsste ich vielleicht auch noch mal gucken. Aber wichtig ist ja erstmal, dass sie überhaupt Abstand halten. Ja? Und hier am Computer seht ihr jetzt das wirklich schön. Der Sprinter ist hier schon in dem Bereich. Wir gehen jetzt einfach mal aus, der ist hier in dem Block schon drin. Ja, der hat jetzt quasi nur die Fahrspur 3. Mein Econic hat die 2 und die 3, weil er ja gerade in dem Abbiegevorgang noch ist.
Und mein Unimog hat nur die 2, weil er ja noch nicht über die Stelle drüber ist, wo die Fahrspur 3 dazukommt. Und so seht ihr mit so einer kleinen Überschneidung von 2 Fahrspuren, bekommt ihr das hin, dass ihr über den gesamten Bereich eine saubere Abstandssteuerung habt, dass diese Abstandssteuerung nie unterbrochen wird. Weil, wie ich euch ja eingangs gesagt habe, die Fahrzeuge reagieren immer nur auf die identische Fahrspur. Ein Fahrzeug, das die Fahrspur 3 hat, wird nie auf ein Fahrzeug reagieren, das die Fahrspur 2 hat. Zum Schluss, ja, wir sind dann auch schon fast wieder am Ende dieses Videos, vielleicht noch ein paar Tipps für den Schattenbahnhof. Denn der hat so ein bisschen so einen Sonderstatus, sage ich jetzt einfach mal, oder ein Sonderfall ist das. Weil, wie ihr sehen könnt, diese ganzen Abstellkammern, nenne ich sie jetzt einfach mal, haben bei mir nicht umsonst diese Farbe bekommen, weil die sind eigentlich so ein Zwitter. Je nach Situation haben die nämlich eine andere Fahrspur. Und zwar stehen ja hier die ganzen Autos so in so einem Schattenbahnhof drin. Ne, die stehen hier alle so aufgereiht und irgendwann ruft der Computer, zum Beispiel will der Computer das Fahrzeug hier abrufen. Parallel sollen ja hier von hier hinten, also von hier, die Autos hier reinfahren können. Ne? Und jetzt haben wir halt ein kleines Problem. Denn was für eine Fahrspur geben wir jetzt diesem wartenden Auto? Natürlich können wir die ganzen Autos mit Power Off stromlos schalten, dann brauchen wir gar keine Fahrspur. Aber vielleicht habt ihr es, so wie ich, zum Teil noch alte Autos, da ist es noch nicht drin, weil ich es am Anfang nicht eingebaut habe und es bis jetzt noch nicht geschafft habe, das überall nachzurüsten. Beziehungsweise habe ich auch 1 oder 2 oder sogar 3 Autos, da sind alle Decoder belegt und da kann ich gar keine Power-Off einbauen mehr. Da müsste ich erst einen anderen Decoder einbauen. Und ein fertiges Auto, einen Decoder tauschen, naja gut, das ist auch nicht gerade unbedingt die schönste Arbeit. Zumal das ja meistens dann noch die Autos sind, die so verbaut sind, dass man einfach nicht mehr richtig drankommt. Aber egal. Wir müssen ja irgendwie damit umgehen können. Wenn ich jetzt hergehen würde die ganzen wartenden Autos auf diese Fahrspur, auf die blaue Fahrspur nehmen, dann hätte ich spätestens dann das Problem, wenn jetzt hier mein Auto hier ankommt und will hier reinfahren, spätestens hier bleibt es dann stehen, weil es das Abstandssignal von dem empfängt. Das geht schon mal gar nicht. Na? Jetzt könnte man sagen, naja gut, ich fahre jetzt mit der blauen Fahrspur, fahre ich hier rein, warte bis das Auto steht. Und wenn das steht, schalte ich die Fahrspur auf die rosane Fahrspur um. Das wäre natürlich das Einfachste. Da gibt es aber zumindest bei meiner Schattenbahnhof-Konstellation das Problem, ich habe es mal hier hingestellt, meine ganzen Schattenbahnhofstreifen, die laufen ja so schräg. Ja, also sie sind ja nicht gerade hier, sondern die laufen so schräg. Ich glaube, 30 oder 30 Grad Winkel ist das, glaube ich, bei mir. Und jetzt haben wir unterschiedlich lange Fahrzeuge. Ihr seht es ja hier, ich habe so eins, ich habe aber auch einen PKW. Ich glaube, den kann man hier hinten dran erkennen. So. Und bei mir ist es wirklich so programmiert, jedes Auto kann überall reinfahren. Also der Platz, der jetzt gerade frei ist, oder der nächstgelegene Platz, wenn das Auto von hier kommt, da fährt das nächste Auto rein. Und so füllt sich der immer von unten auf. Irgendwann fährt ein Auto raus, dann ist da wieder frei, dann kommt das nächste Auto und fährt da rein. Damit ich einfach immer genug Abstellplätze zur Verfügung habe. Weil ich in der Regel mehr Autos auf der Anlage habe, wie eigentlich Abstellplätze. Und da die Autos halt immer so schräg stehen, ist quasi immer die Spitze bei jedem Auto immer ein bisschen weiter vorne. Und bei den kurzen Autos ist es dann so gewesen, die sind halt relativ kurz und jetzt senden die hier ihr Abstandssignal aus, hier hinten. Und wenn ich dann diese Konstellation gehabt habe und ich habe halt hier, ich würde jetzt quasi, nachdem ich reingefahren bin, umschalten auf diese Fahrspur und der Computer würde jetzt als erstes das Auto abrufen, dann würde das Auto nicht losfahren, weil nämlich das Signal von dem Auto das blockiert. Ja, weil einfach das Auto denkt, da ist was vor mir, dabei steht es aber nebendran. Ja.
Deshalb habe ich hier hinten im Schattenbahnhof so ein bisschen so ein Zwitter. Heißt also, ich fahre mit der blauen Fahrspur in den Abstellkammer rein. Nachdem das Fahrzeug steht, schalte ich auf die Fahrspur 1 um. Heißt also, ich mache diese Fahrspur raus und habe dann nur noch die Fahrspur 1 drin. Dadurch hat jedes Auto zwar hier die Fahrspur 1, stört mich aber nicht. Solange es wartet, können sie ja alle die gleiche Fahrspur haben. Und nachdem der Computer das Fahrzeug abruft, dann setzt er es ja schon in den nächsten Block. Heißt, ich kriege hier die Freigabe. Und in dem Moment, wo der Computer das Auto abruft, schalte ich dann auf die rosane Fahrspur um. Und so schaffe ich es über die gesamte Zeit, dass eben das Fahrzeug, das jetzt gerade rausfährt oder reinfährt, nicht mit den wartenden Fahrzeugen in Konflikt kommt über die Fahrspur. Deshalb ist beim Schattenbahnhof da hinten so ein bisschen ein Zwitter drin. Weil hier haben wir ja auch keine Fahrzeuge, die wir jetzt hintereinander stellen mit der Abstandssteuerung. Zumindest ich habe es halt nicht. Und mit diesen Bildern sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Fahrspurwechsel mit der PC-Steuerung, aber auch was man beim Fahrspurwechsel beachten muss, konnte ich euch relativ gut rüberbringen. Es ist eigentlich ein einfaches Thema, aber am Ende ist es doch ein bisschen komplizierter. Auch ich habe hier wirklich sehr oft mein Lehrgeld geben müssen und ich hoffe halt, damit ich euch dieses Lehrgeld erspare, wenn ihr euch dieses Video anguckt. Wie immer hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich gerne wieder mit einem Daumen nach oben bei euch schon mal bedanken. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Björn.